Hallo, das ist mein Projekt bei objektorientierte Programmierung. Das Projekt ist ein Studentmanagementsystem, es kann ein Student, Dozent und LVA unter bestimmten Bedingungen hinzufügen, löschen, suchen und aktualisieren. Außerdem können der Student und der Dozent zu LVA angemeldet und abgemeldet werden. Die Daten werden in der Vektoren- und Arraylisten gespeichert. Natürlich, es ist unmöglich, mehr als Student, der derselbe Matrikelnummer zugeführt werden könnte, und es ist unmöglich, auch ein Student ohne Matrikelnummer zugeführt könnten. Der Matrikelnummer muss aus 7 Ziffern bestehen und der erste Zahl muss nicht 0 sein. Wenn ein Student gelöscht wird, wird aus dem Vektor und der Schülertabelle gelöscht. Zur Schülerinformationen zu aktualisieren, muss zuerst nach der Student suchen. Durch Klicken auf den Student in der Tabelle kann die Schülerinformationen geändert werden, aber der Matrikelnummer ist nicht änderbar. Danach beobachten wir, dass die Schülerinformationen in der Schülertabelle auch aktualisiert werden. Die Änderung zu verwerfen, kann es auf die Ignorieren-Taste klicken. Alles gilt auch für der Dozent. Anstelle der Matrikelnummer muss die ID-Nummer hinzufügt werden, die aus 11 Ziffern bestehen muss. Bei Lehrveranstaltung muss Ihres Code nur mit 3 Großbuchstaben gefolgt von 3 Ziffern gültig sein. Bei Anmeldung es ist unmöglich, ein Student mehr als mal zu der gleichen LVA anmelden. Wenn wir ein Student löschen, wird es automatisch zu aller LAV abgemeldet. Und es kann natürlich zu einer LVA-Abmeldung zugemacht werden. Hier können wir die zu einer LVA alle angemeldeten Studenten und Dozenten auflisten.